Pizzeria Nicolini, Ihre Bestellung bitte. Hi, ja, eine Pizza Hawaii ohne Ananas bitte. Ja, kommt sofort. Bis gleich, ciao. Sorry, ich glaube, ich komme 5 Minuten später. Mir ist ein Aal zwischen die Räder gekommen. Und damit hallo Pizzafreunde und willkommen zu einem neuen Video von mir, dem hochbegabten Pizzalieferanten Nicolini. Pizzazeit. Heute geht es darum, wie ich eine Pizzeria aufmachte. Beleg? Ja, ihr habt richtig gehört. Doch fangen wir von vorne an. Mein Opa sagte immer, der Weg zum Glück ist ein gut bezahlter Job und eine treue Frau. Nun ja, meine Firma ist insolvent und meine Freundin hat mich für einen TikToker verlassen. Dadurch verfiel ich kurzerhand in eine Existenzkrise. Für Wochen lebte ich nur so vor mich hin, während ich den ganzen Tag Hannah Montana schaute, bis ich an einem schicksalshaften Morgen durch einen Werbespot aufgeweckt wurde, der mir einen neuen Pfad für mein Leben aufzeigen sollte. Jetzt kommt Werbung. Kommen Sie jetzt nach Dream Harbor und erhalten Sie eine kostenlose Willkommensauszahlung in Höhe von 50.000 Euronen, um Ihren Traum wahr werden zu lassen. Konnte das wirklich möglich sein? Zwar war ich ein paar Jahre zuvor schon mal auf die E-Mail eines afrikanischen Kronprinzens reingefallen, dieser Werbespot erschien mir jedoch durchaus seriös, weshalb ich mich natürlich umgehend auf den Weg nach Dream Harbor machte. Per Anhalter reiste ich einmal quer durch Deutschland, bis ich nach einigen Tagen endlich das Meer erreichte. Ich machte mich natürlich direkt auf den Weg zum Migrationsamt, um die versprochenen 50.000 Euronen abzusahnen. Die Sache ging ratzfatz und ich bekam ein gebrauchtes Rotkohlglas voll mit 50.000 Euronen ausgehändigt. Ich bin reich! Und noch irgendein Brief mit Vertragsbestimmungen, den ich mir in meiner Euphorie aber natürlich erstmal nicht zu Gemüte führte. Als ich dann aber am nächsten Tag mal in das Briefchen hineinlunzte, musste ich mit Bedauern feststellen, dass das Geld als Startinvestment zu sehen ist und ich 3 Monate Zeit hätte, um das Geld zurückzuzahlen, sonst würde ich zu 3 Jahren Zwangsarbeit auf der Seefischflotte verdonnert werden. Ach du heilige Makrele, dachte ich mir, während ich diese Information leider erst in meinem neu erworbenen, hochmotorisierten Automobil las, das ich mir soeben von der Willkommensauszahlung gekauft hatte. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, nach einem Tag hatte die Kiste bereits 80% an Wert verloren, dank CEO-Skandal. An diesem Abend ging ich mit einem Traum nach Hause, dem Traum, eine eigene Pizzeria zu gründen. In der Hoffnung, so innerhalb der nächsten 3 Monate das Geld zurückzuerwirtschaften und nicht versklavt zu werden. Da mein Budget jedoch ziemlich beschränkt war, blieb mir nichts anderes übrig, als die Pizzeria in meinem Auto zu eröffnen. Ich baute also eine voll ausgestattete Küche mit Kühlschrank, Steinofen und einem komplexen Wasserversorgungssystem ein und investierte in ein gebrauchtes Nudelholz. Im städtischen Recyclingzentrum erwarb ich ein paar Pizzakartons und passte sie durch ein aufwendiges Druckverfahren an mein Business an. Natürlich reinigte ich sie auch, der Hygiene wegen. Nach ein paar Tagen hatte ich dann alles Notwendige zusammengesammelt und war bereit für den Kundenansturm. Dafür stellte ich eine Webseite online und bewarb meine Pizzeria mit einer 30 Minuten Pünktlichkeitsgarantie, um mich als neuer Player in der City gegen die bereits etablierten Pizzerien durchzusetzen. Dann hieß es erstmal abwarten, doch der erste pizzagierige Kunde ließ nicht lange auf sich warten. Pizzeria Nicolini, Ihre Bestellung bitte? Hallo, ja, eine Margarita bitte. Eine Margarita. Alles klar, mein Lieber. Bring die Spechteltrüsen schon mal auf Betriebstemperatur. Ich bin 29 Minuten bei dir. Okay, super. Alles klar. Ja, bis gleich. Ciao.
Die erste Auslieferung war ein voller Erfolg und durch gute Mundpropaganda baute ich schnell eine treue Stammkundschaft auf. Pizzeria Nicolini, was dürfen wir heute in den Ofen schieben? Von der einfachen Margarita über die Hawaii bis hin zu einer großen Auswahl an leckerer Pasta lieferte ich meinen Kunden alles, was das Pizzaherz begehrte. Und das rund um die Uhr. Pizzeria Nicolini. Doch je mehr Bestellungen reinkamen, desto schwieriger wurde es, die 30 Minuten Pünktlichkeitsgarantie einzuhalten. Vor allem zu den Hauptverkehrszeiten stand ich oft ewig im Stau, was immer wieder zu Verlusten führte. Das ist doch zum Mäusemelken. Doch Not macht erfinderisch. Und so kam mir eine gewagte Idee. Ich musste über den Wasserweg ausliefern. Wie es der Zufall so wollte, erkrankte kurz darauf eine treue Stammkundin von mir an einer unbekannten Lebensmittelvergiftung und ihre Wohnung wurde vom Gesundheitsamt evakuiert. Es war hart, eine so treue Stammkundin verloren zu haben, doch ich versuchte das Beste draus zu machen und brach in ihre Wohnung ein, um von dort aus ein motorisiertes Surfboard zu bauen. In meinen heiligen 4 Wänden angekommen, stellte ich zunächst einen 3D-Drucker auf und schleppte ein auf eBay ergattertes, aufblasbares Surfboard in die Wohnung. Da mich schon beim Gedanken, ein elektrisches Surfboard zu bauen, die drohenden Stromkosten den Angstschweiß auf die Stirn trieben, entschied ich mich für ein Hydrofoil-Board, da diese mit wenig Widerstand effizient übers Wasser gleiten können. Die Idee war folgende: Oben aufs Board würde ich eine Box packen, in der eine potente Batterie ihr Zuhause findet. Diese Batterie würde dann mit einem Kabel an ein Steuergerät angeschlossen werden, welches wiederum mit einem Elektromotor verbunden wird, der unter Wasser an diesem Stängel hier hängt und über einen Propeller Vorwärtsschub erzeugt. Mit diesem Konstruktionsplan, der so ausgereift war wie die Freundin von einem GTI-Fahrer, machte ich mich dann ans Eingemachte. Ich bestellte Motor, Batteriezellen und andere Elektronik beim Asiaten meines Vertrauens und wann immer ich gerade mal keine Pizzas am Ausliefern war, tüftelte ich von da an fleißig an meiner Konstruktion. Zunächst machte ich es mir gemütlich, denn es stand eine längere 3D-Druck-Session an. Ich druckte Motorhalterung, Propeller und so ein Zeug. Dann schraubte ich den Propeller zusammen, knallte ihn an den Motor und klemmte das Ganze an den Mast, der später unter Wasser herumdümpelt. Und damit fehlte der Konstruktion nur noch das Lebenselixier. Eine schöne, saftige Batterie. Um die Batterie mit der restlichen Elektronik sicher zu verstauen, holte ich mir so einen wasserdichten Koffer, bohrte da ein Loch rein und verlegte das Kabel vom Motor hinein in die gute Stube. Dann schloss ich Motor und Batterie an den Speed-Controller an, verschloss den Koffer und war somit bereit, die Antriebseinheit zu testen. Ich ging also ins Badezimmer, um ein paar Experimente durchzuführen. Auf Basis der Daten schien alles im grünen Bereich zu sein und ich war guter Dinge, das Ganze auch auf hoher See auszuprobieren. Ich machte mich also auf den Weg zum Strand. Das Wasser glitzerte bereits in der Nachmittagssonne, der perfekte Tag für meine Jungfernfahrt. Ich pumpte das Board auf, montierte die Antriebseinheit und schnürte meine Box fest. Und schon stand vor mir ein maskulines Monster, triefend von Testosteron und nur darauf wartend, von einem ebenbürtigen Mann wie mir geritten zu werden. Und so stach ich in See. Den ganzen Tag tobte ich mich auf meinem neu gewonnenen Lieferfahrzeug aus und lernte mit viel Geduld, es zu bändigen. Doch als sei ich ein kastrierter Triebtäter, ging mir dann kurz vor Sonnenuntergang der Saft aus und es war Zeit, mich für den nächsten Arbeitstag vorzubereiten. Nach dem Rumgeplansche war am nächsten Tag nämlich wieder Malochen angesagt und mit meinem neuen Lieferfahrzeug im Handgepäck wanderten die Pizzen im Akkord in den Ofen. Auf der Johann-Erfurt-Straße kommt es zu 45 Minuten Stau, da einige TikToker einen Flashmob gestartet haben. Fortan umging ich den Stau über den Seeweg. Sobald ich im Radio von einem Stau hörte, nahm ich die nächstmögliche Abfahrt, packte die frischen Pizzen ein und setzte meine Fahrt auf dem Meer fort.
Schon nach wenigen Tagen fing meine neue Liefermethode an, Früchte zu tragen. Die Kundenwertungen schossen förmlich in die Decke und ich kam mit eingehenden Bestellungen kaum noch hinterher. Das Telefon und mein Ofen waren am Glühen. Pizzeria Nicolini, Ihre Bestellung bitte? Ein Rigatoni al Forno bitte. Alles klar. Kommt in 30 Minuten. Ah, perfekt. Jo, bis gleich. Ciao. Zwar hatte ich durch meine neue Liefermethode hier und da ein paar Betriebsverluste einzubüßen, doch dafür doppelte sich mein Liefervolumen und Radius. Wie eine Kanalratte kam ich überall dort raus, wo es Zugang zu Wasser gab und verscherbelt in den nächsten Wochen mehr Pizzas als Dr. Oetker. Kurz gesagt, das Business lief endlich und mein Rotkohlglas füllte sich wieder. Doch so viele Pizzas ich auch auslieferte, der Sommer neigte sich langsam dem Ende zu und damit auch die Frist zum Tilgen meiner Schulden. Am Abend des Zahltags machte ich Inventur und musste zu meinem Erschrecken feststellen, dass mir noch 1000 Euronen fehlten. Weit mehr, als ich an einem normalen Abend zu erwirtschaften vermochte. Ich ergab mich meinem unvermeidbaren Schicksal, packte ein paar Dinge für die einsamen Nächte auf hoher See zusammen und machte mich auf den Weg zur Seefischflotte, bereit, meine Zwangsarbeit anzutreten. So endet es also. Nicolini? Kindergeburtstag. Des Weckers markierte meine Erlösung. Ich hatte es tatsächlich geschafft. In letzter Sekunde drückte ich die Pizzas in die Hände einer Meute hungriger Grünschnäbel und mit den 1000 Euronen in der Tasche surfte ich umgehend weiter zum Migrationsamt. Ich zahlte meine Schulden an eine freundliche Beamtin zurück, die soeben Feierabend machen wollte und mir deshalb mit Prügel drohte, und war endlich wieder frei. Ich bin frei! Alles, was es gebraucht hatte, war ein kleiner Schubs.
und die Angst vor illegaler Zwangsarbeit. Und schon hatte ich den Mut geschöpft, meine Träume aus eigener Kraft zu erreichen und zu einem verantwortungsbewussten jungen Mann heranzuwachsen. Mit Unternehmen, Auto und Wohnung. Jetzt fehlten nur noch Frau und Kinder, dachte ich mir. Und so verbrachte ich noch viele Sommer hier in Dream Harbor mit einer inneren Gelassenheit, die ich so nie zuvor in meinem Leben verspürt hatte. Denn wenn mich meine Reise nach Dream Harbor eins gelehrt hatte, dann, dass das Leben wie eine Pizza ist. Egal für welches Stück ihr euch auch entscheidet. Es wird schon gut. Ich